Willkommen. Sei willkommen. Nimm dir einen Moment, genau da, wo du bist, und lass deine Schultern ein kleines Stück tiefer sinken, als sie es einen Atemzug zuvor waren. Lass das Gewicht des Tages an deinem Rücken hinabgleiten, hinab durch die Matratze oder das Kissen oder den Boden unter dir, hinab und davon. Es gibt jetzt nichts mehr zu tragen, nichts mehr zu halten. Heute Nacht wirst du sehr, sehr langsam reisen. So langsam, dass sich das Reisen eher wie Ruhen anfühlen wird. So langsam, dass du kaum bemerken wirst, dass du dich überhaupt bewegst. Bevor wir beginnen, lass deine Augen sich schließen, falls sie nicht schon geschlossen sind. Spüre den kleinen, gleichmäßigen Rhythmus deines Atems. Das sanfte Steigen, das sanfte Sinken. Du musst ihn nicht verändern. Du musst ihn nicht vertiefen, nicht verlangsamen, ihm keine Form geben. Nimm ihn einfach wahr, so wie du ein weiches Licht in einem fernen Fenster wahrnehmen könntest. Und nun stell dir vor, ganz leicht, ohne Anstrengung, dass der Raum um dich herum weicher zu werden beginnt. Die Ränder der Dinge verschwimmen. Die Ecken verlieren ihre Ecken. Die Decke über dir wird zu Nebel. Und die Wände um dich herum verlieren sich im Nebel. Und der Boden unter dir wird zu etwas Wärmerem, etwas Älterem, etwas wie poliertem Stein. Du trittst in deiner Vorstellung in einen Berg hinein. Du besteigst ihn nicht. Du bezwingst ihn nicht. Du betrittst ihn nur, so wie du eine stille Bibliothek betreten würdest. Mit einem kleinen Schweigen in der Brust und einer kleinen Freude. Im Inneren dieses Berges gibt es einen Schacht. Einen hohen, hohen Schacht. Hohl und warm, der von tief unten in den Wurzeln des Gesteins ganz hinaufreicht bis zu den kühlen weißen Öffnungen am Gipfel. Und in diesem Schacht steigt, mit einer Geduld, die sich kaum messen lässt, ein einzelner Fahrstuhl mit gläsernen Wänden. Der Fahrstuhl hat es nicht eilig. Der Fahrstuhl hat es nie eilig gehabt. Er bewegt sich im Tempo von etwas Wachsendem, Millimeter für Stunde, eine ganze Woche vom Sockel bis zum Gipfel. So langsam, dass du schwören würdest, er stünde still, wenn du ihn beobachtetest. Er steht nicht still. Er steigt. Und du bist bereits in ihm. Lass dich jetzt dort ankommen. Sanft, sanft. So wie ein Blatt auf Wasser landet. Du findest dich in einer hohen, gläsernen Kabine wieder. Warm und grün beleuchtet. Vom Boden bis zur Decke erfüllt von der stillen Gesellschaft von Orchideen. Die Luft ist dicht und sanft auf deiner Haut. Feucht. Warm. Sie legt sich an deine Wangen, so wie sich eine sehr alte, sehr freundliche Hand dorthin legen könnte. Du spürst sie an den kleinen Stellen, in der Kehlgrube, an den Innenseiten deiner Handgelenke, an der zarten Haut hinter deinen Ohren. Warme, feuchte Luft. Warme, feuchte Luft, die dich ebenso einatmet, wie du sie einatmest. Die Kabine ist rund. Rund wie eine Laterne oder wie eine Glocke, die man umgedreht hat. Ihr Boden ist aus dunklem, poliertem Holz, weich getreten von vielen leisen Schritten. Ihre Wände sind aus Glas, dickem, leicht grünlichem Glas, hier und da beschlagen von Kondenswasser, so dass du, wenn du hinausschaust, das Innere des Berges wie durch einen weichen Schleier siehst. In der Mitte der Kabine erheben sich 3 Ebenen von Messingtischen, eine über der anderen, in sanften, konzentrischen Ringen angeordnet. Auf diesen Tischen leben die Orchideen, in Terrakottatöpfen unterschiedlicher Größe. Es sind vielleicht 100, doch du zählst sie nicht. Zählen ist nicht das, wofür dieser Ort da ist. Einige der Orchideen sind hoch und geschwungen, ihre Stängel gebogen wie die Hälse scheuer Tiere. Andere sind klein und niedrig, ihre Blüten
schmiegen sich eng an das Moos an ihren Wurzeln. Einige haben Blütenblätter in der Farbe von Sahne, andere in der Farbe von blassem grünen Tee, andere in der Farbe einer Kerze, gesehen durch einen Papierschirm. Sie sind alle still. Sie sind alle geduldig. Sie steigen alle auf ihre eigene winzige Weise mit dir empor. Du nimmst einen langsamen Atemzug. Die Luft schmeckt schwach nach Vanille, schwach nach nassem Stein, schwach nach etwas Grünem und Lebendigem, nach etwas, das nie Eile gekannt hat. Über dir, an der gewölbten Decke der Kabine, hängt eine Lampe aus mattiertem Glas, die in einem sanften, warmen Licht glüht. Unter dir, durch die Spalten im Holzboden, kannst du einen schwächeren, grünlichen Schein aufsteigen sehen. Das Licht des Schachtes selbst, das von weit, weit unten heraufsickert. Und jenseits der gläsernen Wände gleitet der Berg vorbei. Gleiten ist ein zu schnelles Wort. Der Berg treibt vorbei. Der Berg bewegt sich kaum vorbei. Du bist so langsam, dass du ebenso gut still sein könntest. Der Berg ist so still, dass er ebenso gut in Bewegung sein könnte. Irgendwo im Raum zwischen beiden steigst du empor. Du bemerkst, auf einem kleinen Beistelltisch nahe einer der geschwungenen Wände, eine ledernde Schürze, ordentlich zusammengelegt, in der Farbe von dunklem Honig. Daneben eine kleine Messingsprühflasche mit einer runden Gummikugel und einer schlanken Tülle. Daneben ein weiches Tuch. Daneben ein kleines Buch, in grünes Leinen gebunden, und ein Bleistift. Und ein niedriger Samthocker in der Farbe von Waldmoos. Das sind heute Nacht deine Werkzeuge. Das sind die kleinen Begleiter deiner sanften Arbeit. Du hebst die Schürze auf. Sie ist schwerer, als du erwartet hast. Und weicher. Das Leder ist über viele Jahre von vielen geduldigen Händen immer wieder eingeölt worden. Du streifst sie über den Kopf. Du bindest sie mit 2 langsamen Bewegungen hinter deinem Rücken zu. Die Schürze legt sich an dich wie eine warme Beruhigung. Du bist heute Nacht die Feuchtigkeitswärterin, der Feuchtigkeitswärter. Das ist deine einzige Aufgabe. Nicht die Orchideen zu drängen, nicht irgendetwas zu reparieren, nur dich sanft um die Feuchtigkeit und das Licht und die Luft rund um jede stille Blüte zu kümmern, während die Kabine durch das wechselnde Wetter des Berges emporsteigt. Du nimmst die Messingsprühflasche in die Hand. Sie ist kühl und schwer, ihre Oberfläche mit einem feinen Spiralmuster graviert, das vom Sockel bis zur Tülle verläuft. Du drückst die Kugel sanft, versuchsweise, und ein feiner Hauch Nebel entweicht der Tülle, ein Ausatmen aus Dampf, fast ein Flüstern, das einen langen Augenblick in der Luft steht, bevor es sich niederlegt. Die Sprühflasche macht ein Geräusch, ein sehr kleines Geräusch, wie das Gähnen einer Katze, wenn eine Katze gähnen könnte, ohne das Maul zu öffnen. Wie ein Vorhang, der vor einem fernen Fenster zugezogen wird. Wie ein einzelnes Wort, gesprochen in der Sprache der Wolken. Du wirst dieses Geräusch heute Nacht viele Male hören. Jedes Mal wird es dich ein wenig mehr zur Ruhe kommen lassen. Du trittst auf den innersten Messingtisch zu, denjenigen, der dem Zentrum der Kabine am nächsten steht. Der Boden knarrt leise unter deinem Fuß. Ein warmes, hölzernes Knarren. Der Klang eines alten Bootes. Der Klang eines alten Hauses zu Beginn eines Abends. Auf diesem innersten Tisch sind die Orchideen die blassesten von allen. Ihre Kelche haben das Grün frischer Blätter. Ihre Blütenblätter sind fast durchscheinend, durchzogen von den feinsten goldenen Adern. Es sind die Nachtblüher. Sie haben die wärmeren Stufen des Aufstiegs verschlafen, geborgen
an der Hitze der Wurzelhöhlen. Nun, da die Kabine in die kühlere, mittlere Luft aufsteigt, beginnen sie sich sehr langsam zu öffnen. Du führst die Messingsprühflasche nah an eine von ihnen heran. Du drückst die Kugel. Ein sanfter Hauch Dampf zieht über die Blütenblätter. Die Blütenblätter zittern, nur ein wenig, und legen sich wieder still. Der Nebel perlt an ihren Rändern in winzigen, silbrigen Tropfen und fängt das Licht der Laterne ein. Du gehst weiter zur nächsten Orchidee. Ein weiteres sanftes Drücken. Ein weiteres leises Ausatmen von Dampf. Ein weiteres Zittern von blassem Grün im grünlichen Licht. Du bewegst dich langsam. Es gibt keinen Grund, sich anders zu bewegen. Der Aufzug selbst wird tagelang nirgendwo ankommen. Du hast alle Zeit, die du dir nur wünschen könntest. Und noch mehr Zeit als das. Zeit genug, damit sich der Nebel setzt. Zeit genug, damit sich dein Atem setzt. Zeit genug, damit sich die ganz kleinen Muskeln in deinem Gesicht erinnern, wie man weich wird. Du benebelst die 3. Orchidee und die 4. Und dann hältst du inne und schaust hinaus durch das Glas. Draußen vor der Kabine gleitet die Schachtwand vorbei. Sie ist nah, vielleicht eine Armlänge vom Glas entfernt, vielleicht ein wenig weiter. Die Wand ist aus altem Stein, dunkel und feucht, und sie ist überall mit Moos überzogen. Das Moos glüht stellenweise in einem sanften Grün, nicht von einer Laterne, sondern von winzigen, lebendigen Lichtern, die im Moos selbst eingebettet sind, klein wie Stecknadelköpfe, kühl wie Sterne. Sie gehen an, wenn der Schacht dämmerig wird. Sie atmen, sie verblassen, sie atmen wieder. Zwischen den Moospolstern rinnt Wasser. Nicht schnell, niemals schnell in diesem Berg. Das Wasser wandert in langsamen silbernen Fäden den Stein hinab, sammelt sich hier und da zu kleinen stillen Tümpeln, fließt sanft über Felslippen, verschwindet wieder in Ritzen und grünen Kissen. Du kannst es hören, ganz leise, durch das Glas. Ein sanftes, endloses Rieseln. Ein Gespräch von Tropfen. Weiter unten im Schacht, wo die Wände sich weiten, siehst du kleine Balkone aus Farnen, die seitwärts aus dem Stein wachsen. Sie lehnen sich in den Schacht hinaus wie Gäste, die sich über ein Balkongeländer beugen. Ihre Wedel bewegen sich ganz sacht in den Luftzügen. Sie sind grün auf grün auf grün. Und hier und dort, an eisernen Haken, die vor langer Zeit in den Stein getrieben worden sein müssen, glühen die Schachtlaternen. Sie sind rund, aus dickem, grünlichem Glas, jede etwa so groß wie eine Melone. Jede birgt ein sanftes, ruhiges Licht in sich. Die Laternen flackern nicht. Sie zischen nicht. Sie sind einfach, geduldige grüne Sonnen, in Abständen entlang der Wände des Berges, die die langsame Höhe des Schachtes markieren, so wie Sterne die langsame Höhe eines Himmels markieren. Während die Kabine steigt, wird eine Laterne langsam am Glas vorbei nach unten treiben. Und eine andere wird sich langsam von oben zeigen. Der Wechsel geschieht so allmählich, dass du minutenlang zusehen kannst, ohne sicher zu sein, dass sich überhaupt etwas bewegt hat. Du atmest ein. Der Vanilleduft der nachtblühenden Orchideen ist jetzt stärker und blüht sacht in die Luft, während sich die blassgrünen Kelche öffnen. Du atmest ihn ein. Du lässt ihn sich in deiner Brust setzen. Du atmest ihn aus. Du kehrst zu deiner Arbeit zurück. Du benebelst die 5. Orchidee, die 6., die 7. Jede blasse Blüte empfängt ihren stillen Hauch von Dampf. Jedes Blütenblatt glänzt. Jeder Kelch trinkt. Wenn du den innersten Ring benebelt hast, legst du den messingnen Zerstäuber
für einen Moment auf die Tischplatte und nimmst das weiche Tuch zur Hand. Du wischst den Rand eines Terrakottatopfs, an dem eine kleine weiße Mineralspur über die Kante gekrochen ist. Das Terrakotta ist warm unter deinen Fingerspitzen. Rau, körnig. Es riecht nach Ton und nach altem Regen. Du spürst das Körnige an deiner Haut, sanft wie feiner Sand. Du wischst den Rand sauber. Du legst das Tuch beiseite. In den Fuß jedes Topfes ist ein kleines kupfernes Ventil eingelassen, nicht größer als eine Eichel. Das Ventil regelt den Fluss des warmen Dampfes, der aus den Wurzelgrotten unten aufsteigt und durch verborgene Rohre nach oben fädelt, um die Wurzeln jeder Orchidee zu baden. Die Ventile drehen sich mit dem sanftesten Klicken, eine Vierteldrehung nach rechts für ein wenig weniger, eine Vierteldrehung nach links für ein wenig mehr. Du greifst hinunter und berührst das Ventil am Fuß des ersten Topfes. Kühles Kupfer, glatt gescheuert. Du gibst ihm eine Vierteldrehung nach rechts. Klick. Ein sanftes, befriedigendes, winziges Klick. Du spürst es in deinen Fingerspitzen. Du spürst es irgendwie in der Mitte deiner Brust. Ein kleines Setzen, ein kleines Stimmigsein. Du gehst weiter zum zweiten Topf. Klick. Diesmal eine Vierteldrehung nach links, denn diese Orchidee mag ihr Bad ein wenig wärmer. Das Rohr unter dem Topf antwortet mit dem leisesten Seufzen und eine dünne Locke warmen Dampfes steigt um den Terrakottafuß auf und treibt zwischen den Blättern nach oben wie ein langsamer Geist. Du schaust zu, wie er aufsteigt. Du schaust zu, wie er sich verdünnt. Du schaust zu, wie er in der grünlichen Luft verschwindet. Du gehst weiter zum dritten Topf. Klick. Zum vierten. Klick. Die Ventile sind alle ein wenig verschieden. Jedes hat seinen eigenen Widerstand, seinen eigenen Klang. Manche klicken leise, manche klicken fast unhörbar. Manche machen ein kleines Tick und dann ein kleines Tack, als würden zwei sehr kleine Uhren für den Bruchteil einer Sekunde höflich uneins sein. Du kennst sie alle. Oder deine Hände tun es. Deine Hände scheinen sich zu erinnern, auch wenn du es nicht tust. Du umkreist den innersten Tisch und pflegst einen Topf nach dem anderen. Nebeln, wischen, klick, nebeln, wischen, klick. Der Rhythmus davon setzt sich in dir wie ein kleines warmes Tier, das sich in deinen Schoß rollt. Draußen vor dem Glas gleitet eine weitere Schachtlaterne an der Kabine vorbei nach unten. Es dauert lange. Das grüne Glühen wandert langsam an der fernen Wand entlang, dann an der näheren Wand, dann am Moos, dann unten aus dem Blickfeld. Oben beginnt gerade eine weitere Laterne am oberen Rand des Glases zu erscheinen. Ein Fleck grünen Lichts, der langsam klarer wird. Du misst deinen Fortschritt nicht an den Laternen. Du misst deinen Fortschritt an gar nichts. Es gibt nur diesen Topf und dann den nächsten Topf und dann den nächsten. Es gibt nur die Arbeit, die kaum Arbeit ist, die eher ein Zuhören ist, mit den Händen, auf das, was jedes kleine lebende Wesen braucht. Wenn der innerste Ring fertig ist, trittst du zum mittleren Ring. Der Boden knarrt leise. Die Schürze verschiebt sich an deinen Knien. Der Zerstäuber ist kühl und schwer in deiner Hand. Der mittlere Ring beherbergt die tagblühenden Orchideen. Größer, leuchtender, ihre Blütenblätter breiter und ihre Farben tiefer. Es gibt hier blasse Korallentöne und sanfte Gelbtöne und eines oder zwei in dem weichen Rosa der Innenseite einer Muschel. Ihre Blüten sind jetzt halb geschlossen, dösig. Sie wissen, auf welche Weise auch immer Orchideen Dinge wissen, dass im Schacht der Abend naht. Sie falten sich nach innen
so wie man ein Buch am Ende eines guten Kapitels zuklappen mag. Du benebelst sie leicht. Sie brauchen nicht viel. Ihre Blütenblätter sind dicker, ihre Kelche tiefer und die Feuchtigkeit, die sie aus den Wurzelgrotten heraufgetragen haben, wird ihnen weit in die kühlere Luft hineinreichen. Trotzdem gibst du jeder Einzelnen ihren kleinen Hauch von Dampf, mehr eine Höflichkeit als eine Notwendigkeit, und jede nimmt ihn schweigend an. An einem der Töpfe im mittleren Ring bemerkst du ein einzelnes Blatt, das sich ein wenig über den Rand geneigt hat. Du nimmst das Blatt behutsam zwischen zwei Finger und drehst den Topf einen Viertelzoll nach rechts, damit das Blatt direkter in das grünliche Glühen der nächstgelegenen Schachtlaterne weist. Das Terrakotta knirscht leise auf der messingnen Tischplatte, während es sich dreht. Das Blatt hebt sich, fast unmerklich, dem Licht entgegen. Du bist zufrieden, still zufrieden. Die Art von Zufriedenheit, die nicht ausgesprochen werden muss. Du drehst einen weiteren Topf einen Viertelzoll nach links, einen weiteren einen Viertelzoll nach rechts. Jede kleine Anpassung beantwortet etwas. Jede kleine Anpassung wird von etwas beantwortet. Die Orchideen danken dir nicht. Die Orchideen müssen es auch nicht. Das Drehen ist das Dankeschön und der Dank zugleich. Du arbeitest dich rund um den mittleren Ring. Nebel, drehen, Klick, Nebel, drehen, Klick. Der Aufzug steigt, ganz langsam unter dir. Du kannst ihn nicht spüren. Du kannst es nie. Aber ab und zu bemerkst du eine leichte Verschiebung in der Luft. Ein leises Abkühlen, ein leises Dünnerwerden. Und du weißt, dass die Kabine von einem Mikroklima ins nächste übergegangen ist. Der Berg ist in sich selbst geschichtet wie eine Zwiebel oder wie ein sehr alter Kuchen. Warme Schichten unten, kühle Schichten darüber. Jede Schicht mit ihrer eigenen Qualität der Luft, ihrer eigenen Qualität des Lichts, ihrer eigenen Qualität des Klangs. Du bist jetzt irgendwo in der Mitte, irgendwo zwischen den tiefen, warmen Wurzelhöhlen und den hohen, kühlen Wolkenschächten. Die Luft ist weder heiß noch kalt. Das Licht ist weder hell noch dämmerig. Alles ruht in einem sanften Gleichgewicht, so wie ein Vogel in der hohlen Hand gehalten wird. Wenn der mittlere Ring fertig ist, trittst du an den äußersten Tisch. Das hier sind die größten Orchideen von allen und die ältesten Pflanzen, die diesen Aufstieg schon viele Male vollzogen haben, die viele Pfleger gekannt haben, die viele Hände gespürt haben, die ihre Töpfe einen Viertelzoll nach dem anderen drehten. Ihre Töpfe sind die größten, ihre Stängel die kräftigsten, ihre Blüten die komplexesten. Manche haben Blütenblätter, die sich in sich selbst falten, wie die gekräuselten Ränder uralter Briefe. Manche haben Schlünde, gestreift in sanftem Kupfer und Creme. Manche haben so lange, geschwungene Stängel, dass du dich auf die Zehenspitzen recken musst, um ihre höchsten Blüten zu benebeln. Du besprühst die erste behutsam. Ein sanftes Ausatmen von Dampf. Ein Beben der Blütenblätter. Du besprühst die zweite, die dritte, die vierte. Du umrundest den äußeren Ring langsam und der Nebel treibt um dich, während du gehst. Und der Nebel treibt um die Orchideen, während du gehst. Und der Nebel steigt auf und auf in langsamen silbernen Locken, die das grünliche Licht einfangen und in der Höhe der Kabine verschwinden. Irgendwo an der fernen Seite des äußeren Rings wirst du dir einer anderen Gegenwart bewusst. Keine Person, nicht ganz. Eine kleine Gestalt, die sich still auf einer tieferen Ebene der Kabine bewegt,
die du zuvor nicht recht bemerkt hattest. Eine Gestalt in einer Lederschürze wie deiner eigenen, mit einem kleineren Zerstäuber in der Hand, die sich um einige Töpfe kümmert, die von der Unterseite des äußersten Tisches an Messingketten hängen. Die Gestalt ist klein und ruhig, mit weichem grauem Haar, das im Rücken zu einem Zopf geflochten ist, und sie bewegt sich mit der unaufgeregten Anmut von jemandem, der dies seit sehr langer Zeit tut. Die Gestalt blickt auf, sieht dich und lächelt. Ein sehr kleines Lächeln. Die Art von Lächeln, für die sich der Mund nicht zu öffnen braucht. Die Art von Lächeln, die vor allem in den Augenwinkeln lebt. Du erwiderst das Lächeln. Du sprichst nicht. Es ist nicht nötig. Die Gestalt summt einen tiefen, fast unhörbaren Ton. Eine einzige weiche Note, die durch den hölzernen Boden vibriert und in deine Füße aufsteigt, wie die Erinnerung an ein Wiegenlied. Und dann wendet sie sich wieder ihrer Arbeit zu. Nebel, drehen, Klick, Nebel, drehen, Klick. Du kehrst zu deiner eigenen Arbeit zurück. Ihr beide pflegt die Kabine gemeinsam, in Stille, in eurem eigenen Tempo, in eurem eigenen Rhythmus, auf eurer eigenen Ebene, getrennt, doch verbunden. So wie zwei Kerzen im selben Raum, getrennt, doch verbunden sind. Du besprühst die 5. Orchidee am äußeren Ring. Du besprühst die 6. Du drehst einen Topf einen Viertelzoll. Du klickst ein Ventil nach links. Das Rohr seufzt. Eine Kringel warmen Nebels steigt auf. Der Duft von Vanille vertieft sich in der Luft. Die nachtblühenden Orchideen im inneren Ring entfalten sich nun ganz, eine nach der anderen. Ihre blassgrünen Schlünde öffnen sich langsam der kühler werdenden Luft. Sie geben ihren Duft in die Kabine ab, wie ein leises Gerücht. Er füllt den Raum um deinen Kopf. Er streift deine Wangen. Er legt sich in den Stoff der Schürze und in die Poren des Holzes und in den feinen Nebel, der im grünlichen Licht in der Schwebe hängt. Du atmest ihn ein. Du atmest ihn aus. Du musst nicht an deinen Atem denken. Dein Atem geschieht von selbst, geduldig und langsam, wie das Steigen der Kabine, wie das Treiben der Laternen, wie das Rinnen des Wassers an den Schachtwänden. Irgendwann, du kannst nicht genau sagen wann, bist du mit dem äußersten Ring fertig. Du hast alle 3 Tische umrundet. Du hast alle Blüten benebelt, die benebelt werden mussten. Du hast alle Töpfe gedreht, die gedreht werden mussten. Du hast alle Ventile geklickt, die geklickt werden mussten. Die Kabine ist jetzt in ihrem Abendzustand. Die Orchideen sind zur Ruhe gekommen. Der Nebel hängt in weichen Schichten in der Luft. Die Laterne über deinem Kopf glüht ein wenig sanfter als zuvor, als bereite auch sie sich auf den Abend vor. Du legst den messingnen Zerstäuber auf das kleine Beistelltischchen. Du faltest das weiche Tuch. Du bindest die Schürze los und hängst sie an ihren Haken. Deine Finger sind feucht vom Dampf und warm vom Terrakotta und leicht nach Vanille duftend. Du drückst sie, ganz sacht, an die Innenflächen deiner Hände. Du spürst deine eigene Wärme. Du spürst deine eigene Stille. Du machst einen Schritt zum Glas hin. Draußen hat sich der Schacht verändert. Das Moos ist hier oben dünner. Der Stein ist blasser, ein weiches Taubengrau, statt des tiefen, fast schwarzen Tons weiter unten. Die Rinnsale des Wassers sind spärlicher, aber sie fließen langsamer und sie fangen das grünliche Laternenlicht in längeren, silberkühlen Strängen ein. Es gibt noch immer Schachtlaternen, doch sie stehen weiter auseinander und ihr Licht ist einen Schatten kühler, eher in der Farbe eines Minzblatts als eines Farns. Und darüber, hoch darüber, kannst du, ganz schwach, eine sehr andere Art von Licht erkennen,
die zu erscheinen beginnt. Ein blasses, weißes Licht, das von irgendwo viel weiter oben herabsickert. Die Wolkenschächte. Noch weit entfernt. Tage entfernt. In diesem Tempo. Aber jetzt gegenwärtig. Jetzt sichtbar. Als eine leise Andeutung ganz oben im Schacht. So wie der Mond an einem Nachmittagshimmel gegenwärtig sein kann. Kühle Luft beginnt endlich durch die Kabine herabzuziehen. Nicht kalt. Niemals kalt. Nur kühl. Sie gleitet durch eine kleine Öffnung in der gewölbten Decke und sie zieht die Glaswände entlang nach unten und sie umkreist die abgestuften Tische und sie bewegt die Säume der Orchideenblüten und sie legt sich schließlich auf den hölzernen Boden. Du spürst sie im Nacken. Du spürst sie an den Unterarmen. Du spürst, wie sie sich um deine Knöchel schmiegt, wo die warme, feuchte Luft von unten noch verweilt. Die beiden Strömungen begegnen sich irgendwo an deinen Knien und sie vermischen sich und sie drehen sich langsam umeinander wie zwei Tanzende, die einander sehr gut kennen. Du atmest den kühlen Fallwind ein. Er schmeckt schwach nach hohem Stein. Er schmeckt schwach nach Wolken. Er schmeckt schwach nach irgendeinem frischen, grünen Etwas, das nur nahe dem Gipfel wächst, einer Pflanze, die du nie gesehen hast, an die du dich aber immer halb erinnert hast. Du atmest ihn aus. Lang, langsam, leicht. In der Decke, nahe der Lüftungsöffnung, sitzt ein kleines kupfernes Ventil. Du greifst hinauf, du musst dich nicht weit strecken und berührst es. Kühles Kupfer, glatt, vertraut. Du drehst es eine Vierteldrehung nach links. Klick. Der kühle Luftzug von oben lässt ein wenig nach, wird ein wenig sanfter, wird zu einem Flüstern statt einem Atemzug. Genau richtig für den Abend. Genau richtig für die Stunde des Zur-Ruhe-Kommens. Du senkst die Hand. Du siehst dich in der Kabine um. Alles ist an seinem Platz. Alles tut, was es tut. Die Orchideen dösen oder öffnen sich oder halten sich geduldig in der grünlichen Luft. Der Nebel hängt. Die Rohre seufzen. Die Laterne glüht. Der andere Pfleger auf der unteren Ebene ist ebenfalls fertig und sitzt nun auf einer kleinen Holzbank, die Hände im Schoß gefaltet, den Blick durch das Glas hinaus auf den vorüberziehenden Stein gerichtet. Die Augen sind halb geschlossen. Der Zopf liegt über einer Schulter. Er ist anderswo und hier zur gleichen Zeit. Du gehst langsam zum niedrigen Samthocker. Du setzt dich. Der Hocker sinkt weich unter dir ein. Der Samt, waldmoosgrün, wärmt sich fast sofort unter deinem Körper. Du kommst zur Ruhe. Du spürst, wie die kleinen Knochen deiner Wirbelsäule sich ausrichten. Du spürst, wie deine Schultern noch einen weiteren Bruchteil sinken. Du spürst, wie dein Kiefer etwas loslässt, das er getragen hatte, ohne zu wissen, dass er es trug. Du nimmst das kleine, in grünen Stoff gebundene Buch in die Hand. Es ist klein genug, um in einer Handfläche zu ruhen. Der Einband ist an den Ecken weich getragen. Die Seiten haben die Farbe blasser Sahne, sind schwach warm, schwach rau unter der Kuppe deines Daumens. Du schlägst es auf. Darin stehen, in einer sauberen, langsamen Handschrift, die Messwerte vieler früherer Abende. Kleine Zahlenkolonnen und kurze, leise Sätze. Feuchtigkeit im inneren Ring. Feuchtigkeit im mittleren Ring. Feuchtigkeit im äußeren Ring. Temperatur an der Deckenlüftung. Temperatur am Boden. Notizen zu den Orchideen, die sich öffnen. Notizen zu den Orchideen, die sich schließen. Notizen dazu, wie sich der Vanilleduft verdichtet oder verdünnt hat. Du nimmst den Bleistift. Er ist kurz und stumpf, sehr geliebt, sein Holz von vielen Fingern weich geworden. Du beginnst zu schreiben. Du schreibst langsam.
Jeder Buchstabe ist klein und rund. Jede Zahl ist sorgfältig. Du eilst nicht. Es gibt keinen Grund dazu. Du schreibst die Feuchtigkeit im inneren Ring auf. Du schreibst die Feuchtigkeit im mittleren Ring auf. Du schreibst die Feuchtigkeit im äußeren Ring auf. Du schreibst die Temperatur an der Deckenlüftung auf. Du schreibst die Temperatur am Boden auf. Zwischen die Zahlen schreibst du ein paar kleine Sätze. Die Nachtblüten haben sich geöffnet. Die Vanille ist heute Abend sanft. Das Moos unter der 11. Laterne ist ein wenig heller als gestern. Das Wasser an der Westwand rinnt in 3 Fäden statt in 2. Es sind keine wichtigen Beobachtungen. Es sind keine dringlichen Beobachtungen. Es sind nur die kleinen Bemerkungen eines Menschen, der einen Abend unter Orchideen verbracht hat und sich ohne Anstrengung daran erinnern möchte, wie dieser Abend war. Du schließt das Buch. Du legst den Bleistift daneben. Du legst beide Hände auf die Knie. Draußen vor dem Glas gleitet eine weitere Laterne an der Kabine vorbei nach unten. Der grüne Schein wandert langsam über die entfernte Wand, dann über die nähere Wand, dann außer Sicht nach unten. Das Moos atmet seine winzigen Stecknadelkopflichter an und aus. Das Wasser rinnt in Fäden am Stein herab. Das ferne Tröpfeln des Kondenswassers führt sein leises, endloses Gespräch fort. Du sitzt auf dem niedrigen Samthocker. Die Kabine steigt. Du kannst die Bewegung nicht spüren, aber du weißt, dass sie sich bewegt. Irgendwo, hoch über deinem Kopf, dreht sich das große Seil, das die Kabine hält, auf seiner langsamen Spindel, gibt seine langsame Linie frei, hebt dich und die Orchideen und den Nebel und das Holz und das Glas um Bruchteile eines Zolls, die sich im Verlauf vieler Stunden zu etwas summieren, das einem Aufstieg gleicht. Das Seil macht fast kein Geräusch. Fast. Wenn du darauf lauschest, kannst du es einfangen. Einen weichen, tiefen, fernen Ton. Wie einen sehr langen Atemzug. Wie den Seufzer von etwas Riesigem und Sanftem, das sich im Schlaf umdreht. Es ist kein Geräusch, das dir auffiele, wenn du nicht danach suchtest. Und hast du es einmal bemerkt, ist es sehr schwer, es wieder zu überhören. Es zieht unter allem hindurch. Unter dem Rinnen des Wassers. Unter dem Wispern des Verneblers. Unter dem winzigen Klicken der Ventile. Unter dem Summen des anderen Pflegers, der wieder zu summen begonnen hat. Ganz leise, auf der unteren Ebene. Der Atem des Seils ist der Grundton des Berges. Jeder andere Klang legt sich sanft darauf. Du lauschest. Du atmest. Du lauschest. Du atmest. Der Vanilleduft in der Kabine hat sich abermals vertieft, ist jetzt reicher, jetzt dichter, treibt durch den kühlen Luftzug von oben wie ein langsames, warmes Band. Die nachtblühenden Orchideen sind vollständig geöffnet. Ihre blassgrünen Kelche wenden sich nach außen ins grünliche Licht. Ihre Blütenblätter, cremefarben und golden und in sanftestem Grün, hängen leicht in der stillen Luft. Sie werden den ganzen Abend hindurch und bis in die tiefsten Stunden der Nacht blühen. Und sie werden sich erst zu schließen beginnen, wenn die Kabine weit genug aufgestiegen ist, dass das blasse, weiße Licht der Wolkenlüftungen sie berührt. Das ist noch viele Stunden entfernt. Viele, viele Stunden entfernt. Es besteht kein Grund, jetzt daran zu denken. Du denkst jetzt nicht daran. Stattdessen denkst du an deinen Atem. Das Heben, das Senken, die kleine Pause dazwischen. Du denkst an den Terrakottagrieß, der noch schwach an deinen Fingerkuppen haftet. Warm, rau, vertraut. Du denkst an das Klicken der Ventile. Klein, hell, vollständig.
Du denkst an den Nebel, der aus der Messingtülle wispert. Weich, silbern, verschwunden. Du denkst an das grünliche Leuchten der Schachtlaternen durch die Blätter der Orchideen, wie es die blassen Blütenblätter an ihren Rändern fast blau erscheinen lässt, wie es das Holz des Bodens fast schwarz erscheinen lässt, wie es deine eigenen Hände, die auf deinen Knien ruhen, wie die Hände von jemandem aussehen lässt, der etwas jünger ist oder etwas älter oder etwas anders, jemandem Freundlichem, jemandem Unbeeiltem, jemandem, der geduldige Arbeit länger gepflegt hat, als er sich erinnern kann. Du denkst an den weichen, mineralischen Geruch nassen Steins, der von weit oben durch die Deckenlüftung hereintreibt, wie er sich mit der Vanille vermischt, wie er sich mit der feuchten, warmen Luft vermischt, die von unten aufsteigt, wie sich die 3 Düfte sanft in der Mitte der Kabine umeinander winden und sich am Ende zu einem einzigen, stillen Wohlgeruch fügen, der keinen Namen trägt. Du denkst an das fast lautlose Wandern des Aufzugsseils, wie es unter allem hindurchzieht, wie es nicht wirklich ein Klang ist, sondern die Erinnerung an einen Klang oder das Versprechen eines Klanges oder der Geist eines Klanges, der so lange schon fortgeht, dass er vergessen hat, wie man aufhört. Du atmest, die Kabine steigt, die Orchideen dösen, der andere Pfleger summt, die Laternen treiben. Nach einer Weile, du kannst nicht sagen wie lang, erhebst du dich vom samtenen Hocker. Langsam. Der Hocker seufzt hinter dir. Das Holz knarrt leise. Du gehst zu einer kleinen Nische, die in die gewölbte Wand der Kabine eingelassen ist, nahe dem Glas, wo ein niedriger Kupferkessel über einer sehr kleinen blauen Flamme steht. Du hattest den Kessel zuvor nicht bemerkt. Oder vielleicht doch. Vielleicht hattest du schon immer gewusst, dass er dort ist, so wie du in einem vertrauten Raum immer weißt, wo die Tür ist. Der Kessel ist warm, nicht heiß. Die Flamme darunter ist so klein, dass man sie auf den ersten Blick für ein Glühwürmchen halten könnte. Neben dem Kessel, auf einem kleinen Messingtablett, stehen eine kleine Tonschale, ein kleines Glas mit blassem Honig, eine kleine Dose mit getrockneten Blütenblättern. Du hebst den Kessel an. Er ist schwerer, als er aussieht, und das Wasser darin schwappt leise gegen seine kupfernen Wände. Ein tiefes und tröstliches Geräusch. Du gießt das warme Wasser in die Tonschale. Der Strahl ist dünn und langsam. Beim Fallen sammelt das Wasser ein wenig Dampf und der Dampf steigt an deinem Gesicht vorbei auf. Warm und rein und leicht mineralisch. Du stellst den Kessel zurück über seine kleine Flamme. Du nimmst eine Prise getrockneter Blütenblätter aus der Dose. Blassgold, eingerollt, federleicht, und lässt sie in die Schale fallen. Sie öffnen sich langsam im warmen Wasser, entfalten sich wie winzige schlafende Hände. Du fügst einen kleinen Löffel Honig hinzu. Du rührst mit einem schlanken Holzstäbchen. Der Honig löst sich in eine sanfte Wolke auf. Die Blüten färben das Wasser in der Farbe der Morgendämmerung. Du hebst die Schale an. Sie wärmt deine Handflächen. Du führst sie an dein Gesicht. Du atmest den Dampf ein. Er ist warm und blumig und leicht süß und er legt sich in deine Nebenhöhlen wie eine sanfte Hand, die dich tiefer in die Ruhe drückt. Du nimmst einen kleinen Schluck. Der Tee ist weich in deinem Mund. Warm. Rund. Er schmeckt nach den Blüten und dem Honig und noch nach etwas anderem. Etwas Fernem, Grünem, Bergigem, wie die Erinnerung an einen Ort, an dem du einmal im Schlaf gewandelt bist. Du nippst wieder, langsam. Der Tee zieht so sanft durch dich hindurch,
wie der Aufzug sich durch den Berg bewegt. Millimeter der Wärme. Kleine, geduldige Wärme. Wärme, die nirgendwo sein muss. Du gehst mit der Schale langsam zurück zum niedrigen Samthocker. Du setzt dich wieder. Der Hocker empfängt dich warm. Die Schürze an ihrem Haken an der Wand wiegt sich ganz leicht mit der kleinen Verlagerung deiner Bewegung. Alles geht weiter. Alles ist gut. Du nippst. Die Kabine steigt. Du nippst. Die Kabine steigt. Du nippst. Die Kabine steigt. Draußen wird der Schacht noch eine Nuance kühler. Das weiße, blasse Licht aus den Gipfelöffnungen ist jetzt ein wenig klarer. Noch fern, aber ein wenig klarer. Das Moos auf dem Stein ist dünner, spärlicher. Doch wo es wächst, leuchtet es heller, als wolle es seine Knappheit wettmachen. Die Wasserfäden sind kühl und langsam. Das Kondenswasser sammelt sich weiterhin auf der Außenseite des Glases. Und von Zeit zu Zeit löst sich ein einzelner Tropfen und gleitet in einer langsamen silbernen Linie am Glas hinab, folgt der Wölbung der Kabine und verschwindet am unteren Rand. Du beobachtest einen solchen Tropfen lange. Er bewegt sich so langsam, dass du seinen Verlauf zählen kannst. Er zögert, sammelt sich, bewegt sich wieder. Er trifft auf einen kleineren Tropfen. Zusammen gleiten sie ein Stück weiter. Sie halten inne. Sie sammeln sich. Sie bewegen sich. Sie treffen auf einen dritten Tropfen. Die drei werden eins. Der eine zieht weiter, nun langsamer, nun schwerer, folgt seiner eigenen langsamen Linie abwärts, bis er schließlich außer Sicht gleitet. Beim Zusehen fühlst du, als sei auch etwas in dir langsam nach unten geglitten. Etwas Kleines und Steifes. Etwas, das festgehalten worden war. Etwas, das angespannt gewesen war. Es hat losgelassen. Es ist dem Tropfen gefolgt. Es ist entlang der Wölbung des Glases aus dem Blick geglitten. Und es ist nicht mehr bei dir. Du vermisst es nicht. Du hast es nicht gebraucht. Du bist leichter ohne es, obwohl du nicht wusstest, dass du es getragen hast. Du nippst an deinem Tee. Er ist ein wenig abgekühlt. Die Blüten sind nun vollständig geöffnet in der Schale, treiben sanft winzige goldene Sonnen in einem warmen Himmel. Du trinkst den letzten Rest, langsam. Der letzte Schluck ist der süßeste. Der Honig hat sich am Boden gesammelt. Er liegt auf deiner Zunge wie ein kleiner Segen. Du stellst die Schale neben dem Buch ab. Du legst deine Hände wieder auf die Knie. Du atmest. Ein, aus, ein, aus. Der andere Pfleger auf der unteren Ebene ist still geworden. Sein Summen hat aufgehört oder es ist so leise geworden, dass es mit dem Klang des Kabels verschmolzen ist. Er ist noch da, auf seiner kleinen Bank, die Hände gefaltet, die Augen halb geschlossen. Auch er ruht. Er ruht auf dieselbe Weise, wie du ruhst. Zwei Menschen in derselben Kabine, still ruhend, während die Orchideen um sie herum blühen und der Berg vorüberzieht. Das grünliche Laternenlicht wird noch weicher. Die Lampe über dir dämmert herab. Wer auch immer die Lampen betreut, muss sie irgendwo verstellt haben. Oder vielleicht stellen die Lampen sich selbst ein, spüren den Abend, spüren das Einkehren, spüren, dass alle im Innern der Kabine sich anschicken, ganz still zu werden. Das Licht ist jetzt ein sanftes Grüngold, wie das Innere eines Blattes, das man vor eine Laterne hält. Es berührt die blassen Blütenblätter sacht. Es berührt die Terrakottatöpfe sacht. Es berührt die Messingtische sacht. Es berührt deine Hände sacht. Alles trägt dieselbe warme Stille. Auf einmal spürst du, wie müde du bist. Nicht müde wie nach einem harten Tag. Müde wie nach einem guten Tag. Einem langsamen Tag.
einem sorgsam gehegten Tag. Müde, wie eine Orchidee müde ist, wenn sie geblüht hat. Müde, wie eine Kerze müde ist, wenn sie viele Stunden lang freundlich gebrannt hat. Müde, wie Wasser müde ist, wenn es seine langsame Linie am Glas beendet hat und sich wieder mit dem Becken am Grund aller Dinge vereint. Du lässt die Müdigkeit über dich sinken. Du wehrst dich nicht dagegen. Du heißt sie willkommen, so wie du einen alten Freund in einem vertrauten Raum willkommen heißen würdest. Deine Augen werden schwer, dein Atem wird langsam, deine Hände auf deinen Knien werden warm. Die Schürze am Haken wiegt sich ganz sanft. Der Dunst in der Luft hängt still. Die Orchideen dösen. Das Kabel atmet. Du bist still. Der Aufzug steigt, Millimeter für Millimeter. So langsam, dass du es nicht spüren kannst. So langsam, dass du in jeder Hinsicht ruhst. So langsam, dass Ruhen und Steigen ein und dasselbe sind. Die warme, feuchte Luft legt sich an deine Wangen. Das sanfte Zischen des Verneblers flüstert noch immer in deiner Erinnerung. Das Klicken der kupfernen Ventile sitzt noch immer irgendwo in deinen Fingerspitzen. Der grünliche Schein der Schachtlaternen berührt noch immer die Rückseiten deiner geschlossenen Lider. Der weiche, mineralische Geruch nassen Steins zieht noch immer von weit oben herab. Der zarte Vanilleduft der nachtblühenden Orchideen erfüllt noch immer den Raum um dein Gesicht. Die fast lautlose Bewegung des Aufzugsseils läuft noch immer unter allem hindurch. Tief und geduldig und langsam. Du lässt deine Schultern wieder sinken. Tiefer, noch tiefer. Du lässt deinen Kiefer weich werden. Du lässt deine Stirn weich werden. Du lässt die kleinen Muskeln um deine Augen weich werden. Die Gondel steigt. Die Orchideen blühen. Die Laternen treiben. Das Wasser fädelt sich. Der Nebel hängt. Das Seil atmet. Du atmest. Der Schlaf ist jetzt ganz nah. Du kannst ihn spüren. Der Schlaf ist ein warmes Zimmer am Ende eines langen, weichen Flurs. Und du bist fast an der Tür. Du musst die Tür nicht selbst öffnen. Die Tür öffnet sich von selbst. Das Zimmer heißt dich willkommen. Du musst dich am Morgen an nichts davon erinnern. Du musst dich nicht an die Orchideen erinnern. Du musst dich nicht an die Ventile erinnern. Du musst dich nicht an den Tee erinnern, noch an die Tasse, noch an das kleine Buch, noch an den summenden Schaffner, noch an die treibenden grünen Laternen, noch an die langsamen silbernen Tropfen am Glas. All das wird hier bleiben in der Gondel und sich um sich selbst kümmern. All das wird ohne dich weitergehen. Die Gondel wird weiter steigen. Die Orchideen werden weiter blühen. Der Nebel wird weiter treiben. Das Seil wird weiter atmen. Du darfst gehen. Du darfst ruhen. Du darfst treiben. Lass die warme, feuchte Luft. Lass das grünliche Leuchten. Lass die Vanille. Lass den nassen Stein. Lass das leise Klicken. Lass den langsamen Nebel. Lass das Seil. Lass es steigen. Lass los. Die Gondel steigt. Du ruhst. Die Orchideen dösen. Du treibst. Die Laternen treiben. Du treibst. Das Seil atmet. Du atmest. Sanft, sanft, sanft. Schlaf jetzt. Schlaf, schlaf, schlaf. Und falls ein leiser Teil von dir noch wach ist, noch lauscht, dann ist das in Ordnung. Du musst den Schlaf nicht jagen. Du musst nicht nach ihm greifen. Der Schlaf ist schon hier, in der Gondel bei dir und bewegt sich im selben langsamen Takt wie das Seil. Der Schlaf ist geduldig. Der Schlaf hat es nicht eilig. Der Schlaf wird sich über dich legen, so wie sich der Nebel über die Orchideen legt. Allmählich, sanft, ohne etwas von dir zu verlangen. Die Gondel steigt weiter.
Das grünliche Leuchten hält dich weiter. Die Samtbank wiegt dein Gewicht weiter. Der kleine Messinggriff glänzt weiter matt neben deiner Hand. Alles in diesem kleinen warmen Raum geht von selbst weiter. Nichts braucht deine Aufmerksamkeit. Nichts braucht, dass du es bemerkst. Du darfst deine Aufmerksamkeit treiben lassen, wohin sie mag. Zum Klang des Seils oder zum Duft der Vanille oder zum leisen Klicken der Ventile oder auch zu gar nichts. Gar nichts ist ein guter Ort zum Ruhen. Irgendwo tief unten liegt die Station still, die du zurückgelassen hast. Der Steinboden ist kühl und leer. Die Lampen dort brennen niedrig. Die Holzbänke warten, geduldig und ohne Eile, auf andere Reisende, die kommen mögen oder auch nicht. Es spielt keine Rolle. Die Station kümmert sich um sich selbst. Die Station hat sich schon sehr lange um sich selbst gekümmert. Irgendwo weit oben wartet die obere Plattform. Aber du musst nicht ans Ankommen denken. Das Ankommen ist nicht der Sinn. Das Steigen ist der Sinn. Das langsame, geduldige, atmende Steigen. Die Gondel wird ankommen, wenn sie ankommt, und dann wirst du so tief schlafen, dass das Ankommen einfach eine weitere Weichheit sein wird. Eingefaltet in die Weichheit, in der du ohnehin schon ruhst. Der summende Schaffner, falls es einen Schaffner gibt, geht seinen eigenen stillen Aufgaben nach. Er versorgt die kleine Laterne in der Ecke. Er richtet den Docht mit einem dünnen Messingwerkzeug. Er legt ein gefaltetes Tuch neben das kleine Tablett. Er summt, tief und warm, eine Melodie ohne Anfang und ohne Ende. Die Melodie ist wie das Seil, stetig, langsam, endlos. Die Melodie legt sich um deine Schultern wie eine Decke. Die Melodie legt sich über deine Brust wie eine warme Hand. Du atmest ein, du atmest aus. Die Orchideen an der geschwungenen Wand atmen mit dir. Ihre blassen Blütenblätter öffnen und schließen sich in einem Rhythmus, der so langsam ist, dass er beinahe Stille ist. Ihre grünen Blätter fangen das Laternenlicht ein und halten es. Das Moos darunter ist feucht und kühl und dunkel. Ein einzelner Wassertropfen, der sich langsam an der Unterseite eines Blattes gesammelt hat, löst sich und fällt lautlos ins Moos. Ein weiterer Tropfen beginnt sich zu sammeln. Er wird in seiner eigenen Zeit fallen. Nichts drängt ihn. Die kleinen Kupferrohre an der Decke verrichten weiter ihre leise Arbeit. Warmes Wasser fädelt sich hindurch. Sie klicken, ganz leise, wenn sie sich dehnen. Sie geben kleine Dampfhauche in die Ecken der Gondel ab. Der Dampf macht die Kanten aller Dinge weich. Der Dampf macht deine Kanten weich. Du spürst, wie deine Umrisse ein wenig verschwimmen. Du spürst, wie das, wo dein Körper endet, sanft und ungewiss wird. Deine Füße sind warm. Deine Hände sind warm. Deine Schultern sind schwer und warm. Dein Gesicht ist weich. Deine Lider sind schwer. Dein Atem geht von selbst ein und aus, ohne deine Hilfe. Die Gondel steigt. Jenseits des beschlagenen Fensterglases kannst du die Gestalten der großen, langsamen Dinge sehen. Oder beinahe sehen, die entlang des Schachts leben. Lange Girlanden aus Moos, kleine Farne, verwurzelt im nassen Stein. Ab und zu eine grüne Laterne, die vorbeitreibt, von niemandem gehütet, den du sehen kannst. Einfach sanft dahinschweben auf ihrer eigenen Bahn, warm und ohne Eile. Die Laternen schaukeln, die Laternen treiben, die Laternen ziehen vorüber. Du musst sie nicht ansehen, du musst sie nicht zählen. Lass sie vorüberziehen, lass sie gehen. Eine weitere wird kommen. Eine weitere kommt immer. Das kleine Buch auf dem Tablett neben dir hat sich selbst geschlossen.
Oder es war immer geschlossen. Sein Einband ist aus weichem, abgetragenem Stoff, in der Farbe von altem Moos. Seine Seiten, würdest du sie aufschlagen, zeigten eine Handschrift, die du nicht zu lesen brauchst. Das Buch ruht zufrieden. Das Buch kümmert sich, wie alles hier, um sich selbst. Die Tasse auf dem Tablett ist ein wenig abgekühlt, von warm zu noch warm. Der Dampf über ihr steigt in einem langsamen Band auf. Das Band aus Dampf ringelt und faltet sich und verschwindet in die grünliche Luft. Ein weiteres Band steigt auf. Ein weiteres Band verschwindet. Das ist genug. Das ist mehr als genug. Du spürst die Bank unter dir als eine einzige warme, durchgehende Fläche. Du spürst den Samtflor an deiner Handfläche. Du spürst das Nachgeben des Kissens unter deinen Beinen. Du spürst die niedrige Rückenlehne der Bank an deinem Rücken. Alles trägt dich. Nichts verlangt etwas von dir. Das Seil, tief in der Wand des Schachts, summt seinen langen, einzigen Ton. Der Ton ist so tief, dass er eher gefühlt als gehört wird. Der Ton wandert durch den Boden der Gondel, durch die Bank, durch deinen Körper und wieder hinaus. Der Ton trägt dich. Der Ton hat viele Reisende getragen. Der Ton wird viele weitere tragen. Heute Nacht trägt er dich. Du wirst getragen. Du musst dich nicht selbst tragen. Du musst dich nicht selbst aufrecht halten. Du musst nichts halten. Was auch immer du heute getragen hast, die kleinen Sorgen, die kleinen Aufgaben, die kleinen unerledigten Gedanken, du darfst sie hier auf das kleine Tablett legen, neben die Tasse und das geschlossene Buch. Es wird sich um sie gekümmert. Es wird nach ihnen gesehen. Sie werden noch hier sein, wenn du sie willst, am Morgen. Aber für jetzt sind sie nicht deine, die du halten musst. Leg sie ab, leg sie ab, leg sie ab und atme. Atme die warme, feuchte Luft ein. Schwach, süß, nach Vanille und nassem Stein und grünen Blättern. Atme langsam aus, in das grünliche Leuchten hinein. Atme ein, atme aus. Die Kabine atmet mit dir. Die Orchideen atmen mit dir. Das Seil atmet mit dir. Du bist in einem langsamen, geduldigen Atemzug. Du bist in einem langen, warmen Aufsteigen. Du bist in einem Raum, der dich liebt, ohne etwas von dir zu brauchen. Ruhe hier, solange du magst. Die Nacht ist lang. Der Aufstieg ist lang. Es gibt Zeit. Es gibt so viel Zeit. Es gibt mehr Zeit, als du je brauchen wirst. Vielleicht steigt irgendwo eine andere Kabine an einem parallelen Seil hinab, kümmert sich um ihre eigenen stillen Fahrgäste, summt ihr eigenes leises Summen. Du wirst sie nie sehen. Sie wird dich nie sehen. Beide Kabinen steigen und sinken einfach im warmen, grünen Dunkel, geduldig wie atmende Lungen, geduldig wie Gezeiten. Vielleicht öffnet sich der Schacht irgendwo in eine weitere Kammer, wo langsame Ströme warmen Wassers sich zwischen Steinen sammeln und blasse Fische sich wie langsame Gedanken durch die Untiefen bewegen. Und die Decke ist mit denselben grünen Laternen behangen, die treiben und treiben. Du musst heute Nacht nicht dorthin gehen. Es genügt zu wissen, dass es da ist. Es genügt zu wissen, dass diese warme, grüne, geduldige Welt sich weit über deine kleine Kabine hinaus erstreckt, in jede sanfte Richtung, und dass alles ruhig ist und alles gut und alles sich selbst versorgt, ohne jede Anstrengung von dir. Dein Atem ist langsamer geworden. Vielleicht hast du es nicht bemerkt. Das ist in Ordnung. Er ist von selbst langsamer geworden. Die Pausen zwischen einem Atemzug und dem nächsten sind länger geworden. Die kleinen Muskeln in deinem Gesicht sind stiller geworden. Die kleinen Muskeln in deinen Händen
sind stiller geworden. Die kleinen Muskeln im Nacken, die den ganzen Tag gearbeitet haben, haben endlich losgelassen. Lass sie losgelassen bleiben. Lass deinen Kiefer weich bleiben. Lass deine Zunge tief und locker im Mund ruhen. Lass deine Augen hinter den geschlossenen Lidern ruhen, still und schwer. Lass deine Gedanken, falls noch welche kommen, vorbeiziehen wie die grünen Laternen jenseits des Glases. Ankommen, vorbeiziehen, gehen. Du musst ihnen nicht folgen. Du musst ihnen nicht antworten. Lass sie treiben. Lass sie gehen. Ein anderer wird kommen. Ein anderer wird gehen. Das Treiben genügt. Die Kabine steigt. Das Seil atmet. Die Orchideen dösen. Die Laternen ziehen vorbei. Der Nebel hängt. Der Dampf kräuselt sich. Die Ventile klicken. Der Steward summt. Das Buch ruht. Die Tasse kühlt. Du ruhst. Du ruhst. Tiefer. Nun. Ein wenig tiefer. Noch ein wenig tiefer. Spüre das Gewicht deines Körpers gegen die Bank. Spüre, wie die Bank dich vollständig hält. Spüre, dass du dich nicht selbst halten musst. Die Bank hält dich. Die Kabine hält die Bank. Das Seil hält die Kabine. Der große, langsame Berg hält das Seil. Alles wird gehalten. Alles hält alles andere. Und du bist irgendwo in der Mitte all dieses Haltens. Klein und warm und sicher. Klein und warm und sicher. Klein und warm und sicher. Wenn ein Gedanke kommt, lass ihn kommen. Wenn ein Gedanke geht, lass ihn gehen. Weder das Kommen noch das Gehen braucht deine Erlaubnis. Weder das Kommen noch das Gehen braucht deine Aufmerksamkeit. Du darfst einfach liegen oder sitzen oder treiben, im grünlichen Leuchten, in der warmen, feuchten Luft, mit der Vanille und dem nassen Stein und dem langsamen, weichen Klicken der Ventile. Die Zeit hier ist nicht das, was sie in der Welt oben ist. Hier ist eine Minute so lang, wie sie es sein muss. Hier ist eine Stunde ein langsames Band aus Dampf, das aus einer Tasse aufsteigt. Hier ist die Nacht ein Schacht aus warmem grünen Licht und du bewegst dich durch ihn hindurch, in der Geschwindigkeit des Atems. In der Geschwindigkeit des Atems. In der Geschwindigkeit des Atems. Der Steward hat irgendwann ein weiteres gefaltetes Tuch neben das Tablett gelegt. Das Tuch ist warm. Es riecht schwach nach Zedernholz und nach etwas wie sauberem Regen. Du musst nicht danach greifen. Du musst es nicht benutzen. Es ist einfach da, dargeboten, falls du es möchtest. Die meisten Dinge hier werden einfach dargeboten. Nichts wird verlangt. Die Laterne in der Ecke brennt tiefer, dann noch ein wenig tiefer. Das grünliche Licht in der Kabine wird weicher, wird noch weicher. Die Kanten der Bank, des Tabletts, der Kupferrohre, alle werden sanfter und sanfter, bis sie nur noch Andeutungen von Formen in der gedämpften, warmen Luft sind. Die Kabine wird zu einem Wiegenlied von einem Raum. Die Kabine wird beinahe zur Idee eines Raumes. Und du wirst beinahe zur Idee eines Körpers. Warm, gehalten, atmend. Kaum noch hier ist ein guter Ort. Kaum noch hier ist der Ort, wo der Schlaf wohnt. Du bist so nah nun. So nah. Du musst nicht ankommen. Du bist schon da. Der Korridor aus weichem Licht. Der warme Raum am Ende. Die Tür, die sich von selbst öffnet. Du bist durch die Tür. Du bist im warmen Raum. Der warme Raum ist die Kabine. Und die Kabine ist der warme Raum. Und beide sind du. Und du bist sie. Und all das ist ein langsamer, geduldiger Atemzug, der durch grünes Licht aufsteigt. Aufsteigend, aufsteigend, aufsteigend. Das Seil summt seinen langen, tiefen Ton. Die Orchideen dösen an der Wand. Die Laternen treiben am beschlagenen Glas vorbei. Der
Dampf fädelt sich aus der Tasse aufwärts. Der Steward summt. Die Ventile klicken. Der Nebel hängt. Der Samt hält dich. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Dein Atem ist sehr langsam nun. Dein Körper ist sehr schwer nun. Deine Gedanken sind sehr still nun. Es ist fast nichts mehr zu tun. Es ist fast nichts mehr zu bemerken. Nur das grünliche Leuchten. Nur die warme, feuchte Luft. Nur das lange, tiefe Summen. Nur das langsame, geduldige Aufsteigen. Nur das Aufsteigen. Nur das Aufsteigen. Du musst den Rest davon nicht hören. Die Worte dürfen zu einem weichen Verschwimmen aus Klang werden. Wie das Klicken der Ventile. Wie das Summen des Stewards. Wie der Atem des Seils. Sie sind nur mehr vom warmen Raum. Sie sind nur mehr vom grünlichen Leuchten. Sie sind hier, um dich zu tragen. So wie die Kabine dich trägt. So wie das Seil die Kabine trägt. So wie der Berg das Seil trägt. Getragen, getragen, getragen. Die Laterne brennt tiefer. Das grünliche Licht wird noch weicher. Die Orchideen schließen ihre blassen Blütenblätter für die Nacht. Langsam, eines nach dem anderen, ohne einen Laut. Die kleinen Kupferrohre seufzen einen letzten kleinen Dampfseufzer und werden still. Der Steward, nachdem er alles versorgt hat, was zu versorgen war, faltet die Hände und summt noch leiser, fast nur für sich selbst. Das Seil atmet weiter. Du atmest weiter. Die Kabine steigt weiter. Und irgendwo, ohne dass du es bemerkst, lockert sich der letzte kleine Rand des Wachseins und lässt los und gleitet davon. Und da ist nur noch das warme grüne Dunkel und der lange, langsame Ton und das weiche Gewicht des Samts und das weiche Gewicht deines eigenen Körpers und das weichste Gewicht von allen, das ist der Schlaf. Der Schlaf ist da. Der Schlaf ist jetzt da. Der Schlaf ist da und er ist warm und er ist grün und er ist geduldig und er gehört dir. Ruhe darin. Ruhe darin. Ruhe. Die Orchideen dösen, die Laternen treiben, das Seil atmet, die Kabine steigt. Du ruhst, du ruhst, du ruhst. Leiser, leiser, leiser. Die Worte selbst werden leiser. Die Pausen zwischen ihnen werden länger. Die Stimme des Erzählers wird dünner, bis sie klingt wie warmes Wasser, das durch ein kupfernes Rohr rinnt. Wie das Geräusch eines Blattes, das einen einzelnen Tropfen loslässt. Wie das Geräusch einer grünen Laterne, die vorbeitreibt. Wie fast gar nichts mehr. Fast gar nichts mehr. Fast gar nichts mehr. Du schläfst oder du bist beinahe eingeschlafen. Oder du bist dem Schlaf so nah, dass der Unterschied keine Rolle mehr spielt. Die Kabine wird steigen, solange sie steigt. Das Seil wird atmen, solange es atmet. Die Orchideen werden dösen. Die Laternen werden treiben. Der Steward wird summen. Der warme Raum wird dich halten. Und wenn die Nacht endlich in den Morgen hinübergleitet, wird die Kabine irgendwo weit oben an ihrer oberen Plattform zur Ruhe kommen. Ohne Ruck, ohne Laut, so sanft wie ein Atemzug, der sich vollendet. Doch du wirst nicht mehr dabei sein. Du wirst irgendwo viel tiefer sein, viel wärmer, viel weiter drinnen im weichen, grünen Dunkel. Du wirst in dem langen, unbeeilten Schlaf sein, der den ganzen Abend auf dich gewartet hat. Du bist jetzt dort. Du bist dort. Gut, gut. Ruhe, Ruhe. Die Kabine steigt. Das Seil atmet. Du schläfst, du schläfst. Sanft, sanft, sanft. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.